Hätte mir jemand vor 2 Jahren gesagt, dass ich mit dem Touringbike mit meiner eigenen Muskelkraft durchs hügeligste Land Europas fahren würde und ans Nordkap fahren würde, durch diese Bedingungen, die da herrschen, dann hätte ich ihn gefragt, in welcher Welt er denn lebt. Und jetzt befinden wir uns einfach mitten in diesem Abenteuer. Wir sind jetzt seit fast 4 Monaten on the road, sind von Deutschland einmal durch Dänemark, komplett durch Schweden, durchs ganze Land gefahren und sind jetzt kurz vor der norwegischen Grenze und ich habe richtig Respekt vor dem, was jetzt kommt. Jeder hat, glaube ich, schon mal von den weißen Nächten in Skandinavien gehört, aber bis man nicht wirklich da war und gesehen hat, wie das Licht einfach nie mehr hinterm Horizont verschwindet und es einfach immer da bleibt, egal ob es jetzt gerade 2 Uhr nachts oder 4 Uhr morgens ist, erst dann hat man so richtig verstanden, was das eigentlich heißt, dass die Sonne nicht mehr untergeht. So tief in der Nacht zu fahren, ist einfach was richtig krass Besonderes und dieses Zusammenspiel von den Wolken und der Sonne ist einfach einzigartig. So, wir fahren jetzt hier auf die Grenze zu und jetzt werden mal die Warnwesten rausgeholt. Es wird hier nämlich ein bisschen verkehrsreicher und die Autos halten auch nicht mehr so viel Abstand, die LKWs. Wir sind den ganzen Tag auf der E14 gefahren, hatten scheiß Wetter, der Verkehr war nicht so geil und da habe ich mich mal wieder gefragt, warum tue ich mir diese Scheiße hier eigentlich an? Ich habe an meine Familie gedacht, man fühlt sich manchmal einfach richtig einsam. Wir sind jetzt schon seit mehreren Tagen auf diesen einsamen Straßen unterwegs. Links und rechts nur Wald, sonst nichts, Kilometer geradeaus, einfach gar nichts. Und dann sehen wir diese Berglandschaften von Norwegen vor uns. Guten Morgen! So, gestern Abend haben wir die Fähre genommen, da wart ihr noch mit dabei und dann sind erstmal ganz krasse Steigungen auf uns zugekommen. Die haben wir dann noch bewältigt mit Ach und Krach und um 11 Uhr abends hat uns ein lieber Norweger mit in seinen Garten genommen. Da durften wir zelten. Wir haben nämlich nichts gefunden. Hier gibt es nämlich ganz schön viel Landwirtschaft, gerade wo wir sind. Rap-Station an der Bushaltestelle.
Hier an den Steinen entlang wachsen kleine wilde Erdbeeren. Und man muss ja immer ein bisschen aufpassen mit dem Fuchsbandwurm, aber hier oben an den Steinen, da kann der nicht drauf pinkeln. Außerdem waschen wir die noch ab, die sind super lecker. So, wir sind unterwegs und natürlich schieben wir mal wieder. Eine sehr, sehr, sehr krasse, schöne Landschaft, durch die wir gerade fahren. Hammer! Also riesige Seen, Flüsse, Quellen, die oben aus dem Berg entspringen, komplett runtergehen und schaut euch das einfach vor mir an. Schatz, beide Hände an Lenker, beide Hände an Lenker. Und jetzt das Rad drehen. Das war jetzt ein bisschen Arbeit, aber die schönsten Plätze erfordern meistens ein bisschen Arbeit. Desto weiter wir in den Norden kommen, desto schöner werden die Plätze, desto wilder wird die Natur und desto einfacher wird es einfach, Schlafplätze zu finden. Das Einzige, was nicht so schön ist, sind die Midgets, die jetzt hier uns bei lebendigem Leibe auffressen. Das Einzige, was dagegen hilft, ist den Schweiß vom Körper zu entfernen und das werde ich jetzt tun. Heute gibt es kalte Küche im Zelt. Diese fiesen Midgets haben uns da draußen, ja, trotz dessen, dass wir in den See gesprungen sind oder ins Flussbett, aufgefressen. Unglaubliche Schwärme. Kochen unmöglich. Aber dafür haben wir immer ein bisschen Notfallessen mit dabei, wie dicke Tomatenbohnen. Baked Beans. Baked Beans. Oh wow, das ist so krass hier. Wir müssen 2 Kilometer den Berg hochschieben. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg nach Namsos. Namsos soll eine sehr schöne Stadt sein. Von da aus soll es dann immer schöner werden. Die Anstiege werden aber auch immer kräftiger. Also die Bremsen sind hier allgegenwärtig. Die kommen irgendwie bei Hitze in der Sonne, fliegen die ganze Zeit um einen rum. Das geht echt ein bisschen auf die Psyche. Das hört sich jetzt komisch an, aber man weiß einfach nie, wann man gebissen wird. Man schiebt, schwitzt und schlägt eigentlich noch die ganze Zeit um sich. Boah, diese Bremsen, das tut so weh. Oh. Was für eine Scheiße. Was? Boah, ich muss dann immer würgen. Ich habe mich schon mega verbessert, aber wenn sowas dann da rauskommt, was ich noch nie Wie groß denn?
war so groß. Ach so, och Schatz, so harmlos. So, ich habe mich wieder ein bisschen im Griff. Wir sind ja Survival-Experten. Unser zweiter Nachname ist auch Meinecke. Wir verdursten hier nicht. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Schafe rechts, links von der Straße, ohne Sicherung, ohne Zaun, ohne Netz, wo dann auch Autos langfahren. Aber scheint wohl hier zu funktionieren. Es fängt an zu gewittern. Fabian ist mal wieder so weit vorgefahren, dass ich den seit Kilometern nicht mehr gesehen habe. Ja, was soll ich dazu sagen? So, jetzt regnet es. Das war irgendwie abzusehen. Scheiße! Alter! Oh mein Gott, das war gerade todeshart. Ich konnte nicht mehr. Den Berg, ich war auf dem Berg, ich musste runter. Ich habe so Angst vor Gewitter und es hat gedonnert und dann sofort geblitzt. Und ich war in diesem krassen Regen auf dem Berg. Ich habe gesagt, ne, ich fahre nicht mehr weiter nach oben. Mein Fahrrad genommen, nach unten gepäst und ich habe hier so eine Schreinerstube gefunden. Ich habe nur noch 10% Akku auf dem Handy. Und konnte mich jetzt aber gerade noch mit Fabi verständigen. Der ist weiter oben und sitzt auch in irgendeinem so einem Holzding drin. Und schaut mal, wer da draußen ist. Ich muss jetzt auf jeden Fall Handy-Akku sparen, damit ich noch den Standort finde. So, ich habe mein Fahrrad reingeholt und trockne mich jetzt ab und ziehe mir erstmal was Trockenes an. So, Fabi, wink mal. Ja, offensichtlich haben wir zueinander gefunden und offensichtlich ist der Himmel auch wieder ein bisschen aufgeklärt. Meine Güte, das war was. Also Fabian ist dann zu meiner kleinen Scheune gekommen oder meiner kleinen Schreinerei. Und ja, jetzt haben wir hier einen Zeltplatz gefunden. Ist natürlich wieder alles voller Viecher, deswegen sehen wir noch so aus, wie wir aussehen, mit den Regenjacken gewappnet, obwohl es nicht mehr regnet, Gott sei Dank. Und es wird noch draußen ein bisschen Essen gemacht. Meine Güte, ey. Halleluja. Das war was. You feel like summer days to me, warm, tender, sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. So, wunderschönen guten Morgen von unserem Wild Camping Place für heute Nacht. Ich bin gerade dabei, hier so ein bisschen Wasser zu filtern, denn man kann es vielleicht erkennen, da vorne ist ein Zaun, da sind Schafe hinter. Und man sagt ja immer, wenn Landwirtschaft in der Nähe ist, dann sollte man das Wasser nicht einfach so trinken. Und das gilt natürlich auch hier in Norwegen, deswegen filtern wir das zuerst und dann wird es abgekocht und für Kaffee ist es dann in Ordnung. Trinken tun wir es nicht als normales, ich sag mal, Leitungswasser aus unseren Flaschen. Für Kaffee geht's aber. Norwegen gestaltet sich für uns als wirklich extrem schwieriges Projekt so langsam. Das erste, was halt ist, das sind die Höhenmeter. Das geht halt nur hoch und runter hier und Norwegen ist halt einfach Fakt das bergigste Land in ganz Europa. Was aber dazu kommt, sind halt einfach diese kleinen Mistviecher, diese Midgets, die kommen abends raus. Das geht eigentlich ab 17, 18 Uhr. Hängt immer davon ab, wo du gerade unterwegs bist. Wenn es feucht ist, dann kommen sie halt eher raus und es sind Schwärme. Ja, heute Nacht ist Franzi auf Toilette gegangen und dann hat sie einen Schwarm von diesen Viechern wieder mit reingebracht ins Zelt und dann mussten wir heute Nacht wieder die Viecher kaputt hauen. Das war so krass und wir sind so erschöpft, das ist echt heftig. Dann sind wir raus aus dem Zelt, heute früh, da waren die Viecher immer noch da. Dann setze ich mich hier hin, dann kommt die Sonne raus und von einem auf den anderen Moment sind diese Midgets alle weg und 2 Minuten später kommen die ersten Bremsen. Das Land hier ist echt heftig.
Ja, also man hat zwar immer Wasser hier, man hat immer einen See, wo man sich hinchillen kann, Flüsse besonders, man kann hier das Wasser trinken, ja, man kann baden, man kann waschen, das sind richtig geile Sachen, du kannst campen. Aber das Vorankommen hier ist echt heftig teilweise und ist echt nicht für Radreiseanfänger geeignet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist aber wunderschön, wir sind glücklich hier zu sein, aber wir sind echt K.O. Gestern sind Radreisende an uns vorbeigefahren, die sind ins Hotel eingecheckt. Boah, ist aber alles so heftig teuer hier. Ich bin bereit, den Berg, den ich gestern schon halb hochgefahren war, im Gewitter, erneut hochzufahren. Fabi, du auch? Ja, ich fahre den dann zum 3. Mal. Fabi fährt ihn zum 3. Mal. Die Flaschen sind wieder aufgefüllt. Wir sind hier mitten im Nirgendwo, aber hier sieht man wieder am Straßenrand. Da oben ist ein Berg, hier kommt es runter. Jetzt sind Wassermassen. Ja? Man hält seine Flasche hier dran und nach 10 Sekunden ist das Ding voll. Das ist richtig geil und das Wasser schmeckt hier immer super, super, super gut und das ist einfach einzigartig hier. Und anscheinend waren, wo wir geschlafen haben, unser Zelt aufgeschlagen haben in dem Areal, nicht nur Schafe unterwegs, sondern auch Rinder. In dieser wunderschönen kleinen Holzhütte, klein aber fein, habe ich es mir gestern bequem gemacht, als das Gewitter über uns herübergekommen ist. Was leider nicht ganz so cool war, denn genau da drüber ist ein Baum. Ja, wie man sieht, wäre hier auch weit und breit einfach nichts gewesen für Fabi. Näher traue ich mich nicht ran. Ich weiß nicht, was das für eine ist. Es ist keine Ringelnatter und auch keine Kreuzotter. Ja, wir haben jetzt seit 12 Stunden Dauerregen und das hört einfach nicht auf und es wird auch mindestens die nächsten 5 Stunden so weitergehen. Wie man hier ganz gut erkennen kann, schwimmen wir hier mittlerweile weg. Der Regen hat einen eigenen Fluss gebildet und das ist unter unserem Zelt und es ist keine Option mehr hier zu bleiben. Wir müssen jetzt einfach zusammenpacken und irgendwo was finden, wo wir uns unterstellen können. Es geht einfach nicht mehr. Wir sind hier mitten in der Walachei, echt beschissen. Ja, ist doch alles kacke hier. Ist doch alles scheiße. Da sieht man den Fluss unter unserem Zelt. Das war doch schon über dem... Oh, Fabian, jetzt nicht in der Richtung von Zelt! Ja. Gott. Ja, es ist jetzt eh zu spät. Das Innenzelt ist komplett... das muss irgendwo getrocknet werden. Wir können da so nicht mehr drin schlafen. Verstehst du das? Wir tun das Innenzelt erstmal nur hier in die Rolle rein. Aber ihr habt es ja eben gesehen, es war nicht mehr möglich. Wir werden da komplett abgesoffen. Unsere ganzen Isomatten und Schlafsäcke, es wäre alles durchgesippt. Also mussten wir jetzt einfach los. Ja, 5 Minuten on the road. Wir sind natürlich komplett durch. Suchen jetzt was zum Unterstellen, wo man sich dann trockene Sachen wieder anziehen kann. Problem ist, wir fahren hier gerade komplett durch die Walachei. Hier ist einfach gar nichts infrastrukturell. Aber nicht so. Nee, hier ist nichts für uns. Wir müssen uns ja unter das Boot setzen, ja? Unterm Boot verstecken. So, nachdem wir heute den gesamten Tag versucht haben, irgendwie unser Zelt zu trocknen, ist uns am Ende auch noch gelungen. Wir sind bei einem Coup bei die Entladefläche hingefahren, wo die LKWs immer entladen werden, haben nicht nachgefragt und dann durften wir da ein bisschen chillen und haben unsere Sachen getrocknet. Und es sind 1900 Kilometer jetzt noch ungefähr. Wir sind auf dem Weg nach Bodo, haben jetzt ungefähr die Hälfte von Trondheim bis nach Bodo erreicht. Aber es ist schon abartig weit und man unterschätzt das schnell. Norwegen ist halt wirklich riesig groß. Uns ist heute, als wir beim Supermarkt das Päuschen gemacht haben, noch mal so ein junges Radreisepärchen, Bikepacking-Pärchen begegnet, Anfang 20. Und ich sag's euch, Leute, wenn ihr ans Nordkap fahrt,
nehmt euch genügend Wechselklamotten mit, ja. Ihr müsst da jetzt nicht auf Fritz Meinecke machen und da auf Bikepacking mit Ultralight hochballern. Das Wetter ist hier so abartig teilweise. Du musst genügend Wechselklamotten dabei haben. Die hatten eine Lage dabei. Das Mädchen hat geheult, hat gesagt, sie möchte nach Hause. Ja Leute, das ist halt nichts für Anfänger. Fahrt doch bitte erst nach Frankreich, Belgien, Niederlande. Das war deren erste Radreisetour. Da muss man nicht gleich ans Nordkap fahren. Für uns ist das schon anstrengend genug. Ich kann nicht mehr fahren. Ich bin schlapp und zittrig und mir ist schlecht. Ich habe Magenprobleme und ich kriege nicht richtig Luft. Und da denke ich, dass ja jetzt der Anstieg kommt über diesen Berg hoch. Fabian, mir geht es gerade wirklich nicht gut. Mir ist so schlecht. Ich habe mich eben übergeben auf dem Parkplatz. Es war heute auf jeden Fall mal wieder kein einfacher Tag. Jetzt haben wir heute wieder nur 30 Kilometer geschafft. Ja, wir wissen jetzt so langsam nicht mehr, wie wir das aufholen sollen. Wir wollen natürlich dann auch irgendwann im August noch beim Nordkap ankommen. Und das wird jetzt zeitlich für uns schon ein bisschen knackig. Wir sind hier auch auf einer mega krassen Hochebene und ich glaube, das ist alles voll atemberaubend. Ich kann das gerade noch nicht so ganz genießen. Gucken wir mal, was morgen der Tag bringt. Unser erster, etwas längerer Tunnel. Dieses Wetter. Nass. Ich habe meine Winterhandschuhe angezogen. Momente, die diese Reise einfach wunderschön machen. Wir haben es geschafft, wir sitzen auf der Fähre, sie fährt jetzt gleich los. Es ist sehr voll, es sind sehr viele Menschen hier. Fahrräder und Fußgänger dürfen auch als erstes auf die Fähre und in Ruhe ihre Fahrräder da anschließen und dann erst die Autos. Da kann man sich auch als erster einen Platz aussuchen. Also es hat schon einige Vorteile, nicht motorisiert unterwegs zu sein. Die Lofoten sind wohl die bekannteste Inselgruppe ganz Norwegens. Nicht umsonst haben wir uns auf dem Weg tausendmal umentschieden, ob wir da jetzt hinpilgern sollen oder nicht, weil ist halt überlaufen. Aber selbst die Fähre auf die Lofoten kostet für Radfahrer einfach 0 Euro.
Wir sind noch am Fährterminal auf den Lofoten. Wir haben jetzt alle Autos, Wohnmobile, Expeditionsfahrzeuge und auch Fahrradfahrer und Fußgänger erstmal abdackeln lassen. Das ist uns nämlich jetzt viel zu voll auf den Straßen. Wir machen jetzt erstmal Mittag. So, da hinten auf der Brücke, da sind wir gerade drüber gefahren, beziehungsweise eine Brücke davor, das war die da hinten. Wir hatten grün, waren auf der Straße, es gab keinen separaten Radweg. Und irgendwas ist mit der Ampelschaltung hier nicht in Ordnung. Wir waren da 30 Sekunden drauf, natürlich brauchen wir länger, weil es eine Steigung ist und wir sind keine Autofahrer. Plötzlich haben die auf der anderen Seite grün gekriegt und dann standen sich gerade 10 Autos auf der einen und 10 Autos auf der anderen Seite von der Brücke gegenüber und wir sind natürlich durchgeschlupft. Wir haben es natürlich irgendwie verursacht, aber die Ampelschaltung, wie kann das denn sein, dass die so schnell umspringt oder dass sie nicht checkt, dass es hier Radfahrer gibt? Ja, also wir sind noch keine 10 Kilometer hier auf den Lofoten und haben schon ein übelstes Verkehrschaos einfach verursacht. Da oben sitzen sie, die passen ganz genau auf ihre Kinderchen auf. Die waren nämlich hier am Straßenrand und Fabi ist ihnen da wohl zu nah mit der Kamera rangegangen. Und da haben die Fabian erstmal attackiert, ne? Ja, wir fahren ja schon, ne? Ganz schön kalt hier auf den Lofoten. Die Wolken hängen leider heute sehr, sehr tief. Das heißt, wir können jetzt nicht so viele Blicke auf die Berglandschaften erhaschen, was aber jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Was eher schlimm ist, sind die Wohnmobile, muss man ganz ehrlich sagen. Also bis jetzt haben wir nirgendwo in Norwegen so viele Wohnmobile, so viele Vanlifer auf einen Fleck gesehen. Für uns persönlich auf dem Fahrrad schon ganz schön nervig, wenn eine Kolonne aus 10 Wohnmobilen hinter dir drängelt und da irgendwie alle vorbei wollen. Folgen Sie mir unauffällig. Et voilà, c'est ça. Ich glaube, wenn wir jetzt im Wohnmobil wären, dann wären wir noch ein bisschen länger gefahren, um einen Platz zu finden. Die stehen hier nämlich in jeder kleinen Bucht. Aber wir haben jetzt hier eine Fläche gefunden, wo die Wohnmobile nicht hinkommen. Denn wir sind rundherum mit Steinen und mit Schutt hier umzingelt. Und da kann kein Wohnmobil drüber fahren. Und deswegen bauen wir uns hier auf. Wir haben jetzt auch endlich mal den allbekannten Stockfisch gefunden. Meistens ist das Kabeljau, der wird hier auf den Lofoten von diesen Holzkonstruktionen runtergehangen und getrocknet und irgendwann dann exportiert. Das ist schon seit mehreren hundert Jahren eine der wichtigsten Wirtschaftszweige von Norwegen. So, die letzten Kilometer auf den Lofoten, noch 30 Kilometer und dann sind wir in Fiskebøl. So, wir sind jetzt nicht mehr auf den Lofoten, ganz offiziell. Wir haben heute Abend noch die Fähre genommen. 20 Uhr ging die, oder nee, 21 Uhr. Wir haben es jetzt mittlerweile schon gleich 10:30.
Und jetzt sind wir in Melbu und müssen einen Platz zum Schlafen suchen. Guten Morgen. Guten Morgen, ich bin jetzt auch wach geworden. Es ist jetzt hier auch wieder ein bisschen kälter und windiger geworden Richtung Norden. Gestern Abend 12 Grad mit sehr kaltem Wind. Die Benzinflasche ist leider leer, deswegen müssen wir sehr viel pumpen, damit wir überhaupt noch Benzin rauskriegen. Aber wie man sieht, auch so funktioniert das. Also ich kann ja auf vieles verzichten, aber so ein Kaffee am Morgen, das muss sein. So, wir sind jetzt in den Startlöchern für heute, haben jetzt mal so ein bisschen zusammengepackt. Es ist so ungefähr 10 Grad, super windig, 40 km/h. Ja, ist schon echt bitterkalt, aber da muss man halt natürlich auch durch. Gute Tage, schlechte Tage. Always play ball, never AWOL. Oh, they mad now, cause they lost. That's on you, not on me. Lately, my phone on D&D. I try to get some peace. Wir fahren jetzt an einer richtig geilen Küstenstraße. Hier fahren tatsächlich mehr Wohnmobile als Einheimische. Mitten im Nirgendwo, irgendwo, wo eigentlich überhaupt keine Wirtschaft existiert, wird eine Raketenbasis gebaut. Zwangspause, Fabian hat Verdauung. Da laufen wir immer mit dem Schaufelchen los. Man vergräbt das nämlich, natürlich. Punkt. Da vorne steht ein Elch. Der Wind ist mittlerweile so stark, dass ich hier so mit 8 km/h bis 10 km/h vorankomme. Und wir sind jetzt auf der Suche nach einem etwas windgeschützten Platz. Wir machen jetzt gerade so ein bisschen Mittagspause. Wie man sieht, es ist relativ windig hier. Ja, Essen haben wir jetzt nicht mehr so viel. Noch ein paar Erdnüsse, Mandeln, Datteln. Das werden wir uns jetzt so ein bisschen irgendwie reinlunsen. Ein bisschen Erdnussbutter, das ist auch mal ein ganz netter Energielieferant. Und ja, der nächste Supermarkt kommt erst in Andenes. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal so ca. 20 Kilometer hinradeln heute mit Gegenwind. Ist halt so, kann man nichts dran ändern. Aber ja, wir haben uns hier so ein bisschen Schutz vor dem Wind gesucht bei einem Auto, weil es sonst nichts gibt. Don't assume I'm cocky, I'm confident. Earned every dollar for the time I spent. Hard times, they come and go. 10 toes, I never fall. I can never, ever, ever go. Ja, das Friedhofswasser in Norwegen ist von einer super geilen Qualität, denn es kommt meistens von den Bergen, wie man auch hier im Hintergrund sieht. Wahrscheinlich kommt genau aus dem Berg eine Quelle und das Wasser fließt hier runter und man kann es wunderbar trinken. Hier füllen wir immer unsere Flaschen auf und müssen nicht mal bei irgendwelchen Leuten fragen, denn Friedhöfe sind hier wirklich überall, auch wenn du mitten im Nirgendwo bist. Es kommen hier jetzt teilweise ja so richtige Windböen von 0 auf ca. 60, 70 km/h. Gerade eben hätte ich fast ein Fahrrad bewegt. Ja, wir machen jetzt noch. Bescheuert! Weißt du eigentlich, dass ich mein Fahrrad nicht halten kann? Wenn ich weiterfahre, dann musst du Abstand halten. Fahr ein bisschen weiter in der Mitte, ansonsten haust du dich vom Rad runter. Ist das eine
oben. Also, wir haben jetzt gerade noch mal 2 andere Radreisende getroffen, die sagen, wenn man ein bisschen weiter fährt, ist der Wind nicht ganz so stark. Die beiden wollten da vorne zum Strand. Vergiss, das haben wir denn ausgeredet. Ich weiß auch nicht, was die jetzt machen. Aber die sind relativ entspannt mit dem Wind. Also, ja ne? Andenes, wir sind da. Jawohl. Ja, wir werden jetzt ja auf jeden Fall hier bleiben in Andenes. Die Fähre wird uns dann erst morgen nach Senja bringen. So, das Zelt steht. Wir machen das von innen jetzt nur noch fertig. Fabian wird kochen. Wir befinden uns hier gerade auf der Fähre nach Senja. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also die Leute rennen hier am laufenden Band auf die Toilette. Das ist ja hier wie eine Kotzeritis, die sich auf jeden hier ausbreitet. Franz, die ist schon längst weg. Die hat sich am Anfang, als wir losgefahren sind, sofort verabschiedet aufs Klo. Die habe ich nicht mehr wieder gesehen. So, geht's dir wieder besser? Bisschen. Völlige Kotzparty an Deck. Ich wünschte, ich hätte sein Gepäck da vorne. Das ist nämlich eine Wasserflasche. Niemand, kein Mensch kann sich vorstellen, durch wie viele Gefühle wir in Norwegen gegangen sind. Täglich, stündlich, eine Gefühlswelt, das kann sich kein Mensch vorstellen. Keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Wir haben jetzt noch ca. 210 Kilometer. Wir schaffen es! Unter 100. So, jetzt haben wir noch knapp 65 Kilometer bis hoch ans Nordkap. Heute werden wir in dieser wunderbaren, einsamen Steppe übernachten, haben uns hier ein schönes Plätzchen zum Zelten ausgesucht. Wir werden uns dann nochmal Kräfte sparen, erholen, bis wir morgen dann in den 7 Kilometer langen Nordkap-Tunnel rein müssen. Morgen kommt, glaube ich, der härteste Tag. Wir müssen mal schauen, ob wir es alles an einem Tag schaffen. Ich glaube aber nicht, weil der Anstieg, die letzten Kilometer, sollen es ja richtig in sich haben. Wir wurden jetzt hier schon von ganz vielen ja irgendwie gewarnt, sagen wir mal, ob wir denn wissen, wie steil das ist. Und ich finde, diese Landschaft, was wir heute schon wieder alles erleben durften, diese Natur, diese Rentiere, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das muss man einfach einmal erlebt haben. So doof das jetzt auch immer klingt in Videos, das muss man einmal erlebt haben. Achtung, der will kreuzen.
nicht. Also langsam wird es ganz schön einsam hier oben, aber das ist auch mal richtig schön. Es ist 6 Uhr, wir starten jetzt das Tunnelabenteuer. Da vorne ist der Tunnel und parat vorm Tunnel haben wir jetzt so Gegenwind bekommen. So, wir müssen jetzt alles anziehen, was wir haben, denn da drunten ist es sehr, sehr kalt. Wir werden jetzt erst eine Abfahrt von 9% haben, wie ihr hinter mir seht auf dem Schild. Und dann geht es halt leider 10% auch nach oben und das ist der schwierige Part. Oh Mann. Fuck. Mein Herz geht. Okay. Wir fahren rein. Wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein. Ach du Scheiße, das halt. Boah, es ist richtig gruselig und voll kalt. Nee, Fabi, bitte. Die letzten Meter wird es nochmal richtig steil. Wir sind auf der letzten Insel unserer Reise in Norwegen angekommen. Wir sind jetzt auf Magerøy. Wir haben es gepackt. Tunnel überstanden. Jetzt kommen noch 2 große Berge und dann haben wir unser Ziel erreicht nach fast 4 Monaten on the road. Wir sind jetzt so kurz vom Ziel, aber nach dem Tunnel heißt vor dem Pass. Noch ein letztes Mal kämpfen, noch ein letztes Mal schwitzen, noch ein letztes Mal diese Berge hochfahren, um es endlich zu schaffen. Hast du Bock oder was hier? Man sieht so gute 100 Meter weit. Wir können nicht mehr, wir sind bedient. Wir fahren jetzt mitten in den Wolken. Franzi kann nicht mehr, aber sie kämpft. Nordkap! Wo bist du? Wo ist es? Oh!
gepackt. Wir haben es geschafft. Lange hat es gedauert, aber wir haben es geschafft.